Moin und herzlich willkommen bei Dimiversos. Ich befinde mich gerade hier auf der High-End in München 2023. Wie ihr wisst, mache ich hier so meine kleine Tour, mache meine Aufnahmen durch die ganze Messe, halt aber bei einigen Herstellern kurz an und mache eine Roomtour, sofern die sich Zeit für mich nehmen und kurz mal erklären, was sie gerade hier vorstellen. Und ich bin gerade hier im Raum von Canton und der Moritz Jung, der wird uns gleich eine kleine Roomtour geben. Es gibt nämlich was ganz Spezielles. Canton stellt die neue Referenzserie vor. Die wurde nämlich überarbeitet. Das ist also eine Weltpremiere. Und auch Weltpremiere, Canton hat einen neuen Flaggschiff-Lautsprecher rausgebracht. Der sieht wirklich gewaltig aus und ich bin sehr gespannt, was Moritz uns dazu sagt. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier auf der High-End 2023 bei Canton. Wir haben eine absolute Premiere hier. Wir stellen die neue Referenzserie vor. Das heißt, von allen großen Standlautsprechern bis hin zu Kompaktlautsprechern, Center, Subwoofer haben wir die gesamte Serie erneuert und das komplett. Das heißt, wenn man sich die Form anschaut von der neuen Referenzserie, dann sieht man, wir haben ganz viel mit Rundungen gearbeitet. Das heißt, schwungvolle Rundungen, die man hier am Gehäuse sieht, eine runde Schallwand, nach oben hin, von hinten abfallend, aber auch bei der Sockelkonstruktion. Selbst da findet man die Rundungen wieder. Das hat nicht nur optische Gründe, sondern natürlich auch klangliche Vorteile. Ansonsten haben wir natürlich alle Modelle wie auch in der Vorgängerserie da. Wir machen eine kleine Raumtour, dann zeige ich einfach mal alle Modelle, die wir haben. Das heißt, wir haben hier eine Referenz 3. Das heißt, hier sieht man auch schon wieder die geschwungene Form mit den schwarzen Keramikmembranen, die wir hier einsetzen. Das heißt, eine bewusst reduziertere Optik, die wir jetzt den Lautsprechern gegeben haben in der neuen Serie. Das heißt, ein großer Standlautsprecher, dann geht es aber natürlich auch für mittelgroße Räume weiter mit der Referenz 5. Hier in weiß mit dem mattschwarzen Sockel, der perfekt natürlich zu dem Membranmaterial und auch zu den Ringen passt, die wir hier einsetzen. Bis hin weiter zu der Referenz 2, die wir auch vorne schon gerade gesehen haben. Hier sieht man aber noch den Unterschied hier, auch die Form von den magnetischen Stoffbespannungen sind Einzelbespannungen, die man tatsächlich einfach hier wieder draufklipst und entsprechend so eine ganz ruhige Optik hat für die Technik nicht sehen wollen. Dann haben wir natürlich, bevor wir zu den ganz großen Lautsprechern gehen, haben wir auch kleinere Modelle da. Ganz besonders ist hier die Referenz 9. Das heißt, hier haben wir den Bassreflexkanal, den man auch schon aus einer Vorgängerserie von uns kennt und wir den in den Standlautsprechern eingesetzt haben, der sogenannte Bassguide. Den haben wir jetzt erstmalig auch im Kompaktlautsprecher eingesetzt. Und dadurch konnten wir das Volumen nochmal erhöhen des Lautsprechers. Und entsprechend haben wir hier auch eine ganz andere Klangcharakteristik nochmal im Kompaktlautsprecher bekommen. Dann geht es weiter mit den Heimkino-Komponenten. Das kann man natürlich auch mit der Referenzserie machen. Einmal mit dem Center. Auch hier haben wir die Form der neuen Referenz komplett aufgegriffen. Das heißt, man sieht hier die Form nach hinten wieder abfallend, die runde Schallwand und hier auch wieder die Besonderheit mit zum ersten Mal auch für uns jetzt mit einem Center, mit einem geführten Bassguide drunter. Das heißt, die Bassreflexöffnung, die drunter ist und einfach auch der Referenzständer direkt darunter. Also sowohl die Platte als auch darunter, speziell für den Center, haben wir da auch einen Ständer, genauso natürlich für einen Kompaktlautsprecher einen eigenen Ständer. Wer das Ganze dann natürlich mit einem Subwoofer noch unterstützen möchte, ob Stereo oder natürlich im Heimkino, haben wir natürlich auch hier einen passenden Subwoofer, der in der gleichen Form ist, mit den gleichen Eigenschaften vom Design her, mit einer ganz neuen Elektronik bestückt ist und wir hier entsprechend natürlich auch einfach das Setup schön unterstützen können. Wir haben es ja gerade schon angekündigt, wir haben aber natürlich auch was ganz Großes dabei. Und was ganz Großes meine ich, ein Lautsprecher, den wir tatsächlich noch nie gefertigt haben, in dem Ausmaß, wie man ihn hier jetzt vorfindet. Und zwar fange ich direkt mit dem ganz Großen an. Das ist die Referenz GS. Das GS sind die Initialien für unseren Gründer Günter Seitz. Und hier haben wir einfach gesagt, wir wollen einen Lautsprecher bei der neuen Referenz machen, den Überlautsprecher von Canton. Man sieht hier schon, wir haben 4 Tieftöner eingebaut, ein großer Lautsprecher von über 1,70 Meter Höhe mit über 160 Kilo Gewicht, natürlich im absoluten High-End-Bereich angesiedelt. Hier sind wir auch streng limitiert auf 50 Paar, das Lautsprecherpaar, und sind auch bei 50.000 € für das Paar.
Dann, bevor wir da weiter noch auf die Form eingehen von der Referenz GS, haben wir hier die Referenz 1. Das heißt, der größte Standlautsprecher aus der normalen Referenzserie. Sieht man hier auch natürlich komplett die Rundungen aufgegriffen wie bei den anderen Serien, nur natürlich mit den anderen Modellen, nur natürlich hier mit größeren Chassis auch bestückt, großem Volumen. Und wir haben hier jetzt auf der High-End das so gemacht, dass wir zwei verschiedene Elektroniken haben, um die beiden Lautsprecherpaare auch in der Front anzusteuern. Das heißt, wir haben einmal hier von Cambridge Audio die Edge-Serie, mit der wir die Referenz 1 betreiben. Und von AVM haben wir hier zwei große Monos und den CS 8.3, mit dem wir dann die große Referenz GS betreiben. Und haben natürlich hier auch komplett, auch auf das Zubehör natürlich alles komplett so aufgebaut, dass es wirklich absolut high-endig ist, mit Inakustikkabeln aus der R-Serie, die wir hier verkabelt haben, so dass wir hier wirklich ein wunderbares Setup haben vorne, sowohl für ein Lautsprecher-Set, was wir hier haben von der Referenz 1 mit 50.000 €, inklusive der Elektronik und der Kabel, also das ganze Set. Und bei der Referenz GS sind wir tatsächlich mit der Elektronik, den Lautsprechern und den Kabeln zusammen bei 150.000 circa angekommen, sodass wir hier passend zur High-End natürlich auch das passende Besteck dabei haben. Wenn wir nochmal auf die Form der Referenz GS eingehen, dann sieht man hier einfach schon mal, wir haben hier natürlich, wenn man mich sieht, hier mit einem Meter 1,85 von meiner Körpergröße, sieht man natürlich auch schon den Lautsprecher daneben, dass das ein großer, gewaltiger Lautsprecher ist. Und das war natürlich auch die Idee dahinter. Das heißt, von der Form haben wir bewusst auch die Form aufgegriffen wie bei der neuen Referenzserie. Das heißt, das geschwungene Gehäuse, aber natürlich alles nochmal massiver. Haben das Ganze unterstützt durch die zwei Seitenbacken, die wir hier haben, aus Walnuss in Hochglanz, die auch einfach nochmal das ganze Klangthema mit aufgreifen, weil es einfach nochmal mehr Korpus gibt für Stabilität und natürlich noch weniger Resonanzen, die wir hier einfach komplett eliminieren können dadurch. Dann haben wir natürlich einfach von der Front, wir haben hier ein ganz neues Hochtonsystem drin, das heißt ein Diamant-Hochtonsystem, haben aber die Membran natürlich auch aus der normalen Referenzserie genommen. Das heißt, die schwarze Keramik Wolfram, die wir hier haben, die haben wir bewusst, wie gesagt, einfach reduzierter. Wir haben eine cleanere Optik zusammen mit dem goldenen Logo, was wir jetzt auf dem Lautsprecher finden. Und der ganz neuen, etwas reduzierteren, moderneren Sockelkonstruktion, die wir hier haben, haben wir einfach ein Gesamterscheinungsbild, trotz der massiven Größe, dass es trotzdem noch in Wohnzimmer passt und keinen natürlich komplett erschlagen sollte. Wir empfehlen natürlich hier für den Lautsprecher ein Wohnzimmer, was schon ein bisschen Quadratmeterzahl hat, weil sonst ja, fühlt sich der Lautsprecher natürlich bei 15 Quadratmetern nicht perfekt wohl. Ja. Besonders hier auch tatsächlich bei der Referenz GS. Wir haben hier ein Anschlussterminal hier hinten, wo wir natürlich sowohl Hochton, Mittelton als auch eine Bassanpassung haben. Wir haben bei der gesamten Serie haben wir WBT-Anschlussklemmen verbaut, so dass wir hier auch gesagt haben, wir wollen einfach bei der Referenzserie und nicht nur bei der GS-Serie einfach nochmal einen Mehrwert bieten dem Kunden, dass er noch mehr Einstellungsmöglichkeiten hat für seine Lautsprecher, für seine Klangvorlieben, die er dann nicht nur über den Verstärker vornehmen kann, sondern auch direkt am Lautsprecher. Und das war es jetzt zumindest von der Roomtour hier bei uns bei Canton und wir freuen uns natürlich auf euren Besuch. Wir sind in Atrium 3.1 in Raum D110 und kommt gerne bei uns vorbei und lasst euch inspirieren. Sag mal, jetzt hast du alles beantwortet, was ich eigentlich an Fragen hatte. Hast du richtig gut gemacht. Aber eine letzte Frage hätte ich noch. Kannst du die Membran jetzt ein bisschen schwingen lassen? Die machen wir sofort mal laut.